Das Bernabéu ist brutal, aber gerecht. Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Der Tag nach den Spielen ist auf diesem Kanal eigentlich immer der Tag der Analysen. Was ist auf dem Fußballplatz passiert? Wer war gut? Wer war schlecht? Was hat mir gefallen? Was hat mir nicht gefallen? Doch diesen Sieg gestern von Real Madrid gegen Levante zu erklären, ist unmöglich, ohne das Drumherum zu erklären. Ohne den Kontext, ohne diese Momente, die hoffentlich die Spieler und das Präsidium nie wieder vergessen. Denn 90 minuti in el Bernabéu son molto longo. Manchmal auch für die eigenen Spieler. Abrechnung im Santiago Bernabéu. Real Madrid gewinnt gestern gegen Levante mit 2:0. Und ich glaube, das erste Mal, dass ich sagen muss, gestern war das Ergebnis und das Fußballspiel Nebendarsteller im Santiago Bernabéu, ein Nebenkriegsschauplatz. Gestern ist der Madridismo explodiert. Der Frust, der inzwischen über 1,5 Jahre sich aufgestaut hat, und da geht es bei Weitem nicht nur um den sportlichen Aspekt, ist gestern explodiert im Santiago Bernabéu. Und ich versuche, das Ganze einmal chronologisch darzustellen. Fangen wir erstmal an mit dem allerersten, nämlich mit der Ankunft des Busses im Santiago Bernabéu. Und normalerweise sind das wunderschöne Bilder. Der Madridismo steht an den Seiten, feuert an, Bengalos, die Fans gehen hinter dem Bus in Richtung Stadion. Also man wird quasi schon vor dem Spiel zu einer Gemeinschaft. Ja, und gestern das komplette Gegenteil. Pfiffe, Wut, keine Liebe, keine Zuneigung, keine Fans, die hinter dem Bus hergehen. Und das Ganze hat sich im Stadion fortgesetzt. Während die Spieler oben in den Kameras zu sehen waren, gab es Pfeifkonzerte. Und das Ganze führte zu einem Bild, ja, muss ich zugeben, ich blende das ein, in dem Vini Junior quasi vor dem Anstoß schon halb zusammengebrochen ist. Die Hände vor dem Gesicht, es sieht aus, als wenn er den Tränen nahe ist. Spieler müssen ihn aufmuntern. Ich bin ganz ehrlich, natürlich tut es mir leid, diese Bilder zu sehen. Ich bin ein Mensch und ich liebe im Endeffekt Vinicius Junior. Aber, ja, ich weiß nicht, viele von euch, die Kinder haben, wissen jetzt, was ich meine. Mir blutet auch das Herz, wenn ich meine eigenen Kinder bestrafen muss. Aber es gibt Sachen, die müssen getan werden. Und es tut mir leid, Vini Junior, aber es geht nicht nur darum, dass du seit 1,5 Jahren deiner Form hinterherläufst. Damit könnten wir im Santiago Bernabéu als Madridistas sogar leben, wenn wir sehen würden, dass du alles für diesen Verein gibst. Wenn du die Meter nach hinten machst, wie auf der anderen Seite gestern ein Gonzalo. Wenn du hinten reinrutschst, wenn du alles gibst und es klappt nicht, wird kein Madridista dich auspfeifen. Naja, ein paar Trolls, aber über die wollen wir nicht reden. Und wenn wir als Madridistas sehen, du gibst auf dem Platz nicht alles. Und dazu bist du der Einzige, der zufälligerweise sich nicht von einem Xabi Alonso verabschiedet, nachdem jeder gesehen hat, was du im Clásico gemacht hast. Der Madridismo ist nicht dumm. Wir wissen, dass seit deiner Auswechslung im Bernabéu gegen Barcelona die Spirale von Real Madrid bergab ging. Wir wissen, dass du einer der Unruheherde in der Kabine warst, die eins der größten Trainerprojekte dieser Welt zerstört haben. Dieses Trainerprojekt, nachdem der Madridismo sich sehnte, nach einer Veränderung, nach einer Identität, die langsam Stück für Stück verloren geht. Bei Real Madrid wird Arbeit nicht verhandelt. Arbeit wird vorausgesetzt. Das ist die Tugend, das ist das Grundprinzip des Madridismos. Cristiano Ronaldo war der beste Fußballer der Welt. Und trotzdem war er der Erste auf dem Trainingsplatz und der Letzte, der nach Hause gegangen ist. Wenn du dir daran ein Vorbild nimmst, eine Scheibe abschneidest, dann pfeift dich das Bernabéu auch in Zukunft nicht mehr aus. Ja,
Und Vinicius Junior scheint anscheinend das komplette Gegenteil zu machen. Ja, so traurig ich vor dem Anstoß für ihn war, ich bin auch ein Mensch, habe auch Gefühle. So wütend war ich nach dem Anstoß, als ich gesehen habe, dass er einfach nur als einziger Spieler in die Kabine gegangen ist. Er hat es anscheinend immer noch nicht verstanden. Ja, wie gesagt, das alles ist passiert, da waren die Spieler noch nicht mal auf dem Platz. Dann sind die Spieler zum Warmmachen rausgegangen. Und die Pfiffe waren schon sehr laut, aber das Bernabeu, wie man es kennt, eine halbe Stunde vor Anschluss, ist quasi noch zu 80% leer. Aber die ersten Pfiffe haben schon angedeutet, was gleich passiert. Dann war das Spiel kurz vorm Start und man war verwundert, ich war ein bisschen enttäuscht, dass A la Madrid lief, das Lied, und es gab keine Pfiffe. Ich dachte, wow, die Wut ist aber schnell verflogen. Ja, bis das A la Madrid aufgehört hat. Und dann musste ich meine Kopfhörer leiser stellen. Dieses Pfeifkonzert, das ging den Spielern bis ins Mark. Das Santiago Bernabéu hat Taschentücher geschwenkt. Es wurde geschrien, fuera, fuera, fuera. Wie gesagt, das Bernabéu hat nicht gepfiffen, unbedingt wegen der schlechten Ergebnisse, wegen dem schlechten Fußball. Das kommt ja noch als Bonus obendrauf. Real Madrid hat gepfiffen, weil wir Angst um die Identität unseres Vereins haben. Weil wir Angst haben, dass unsere Spieler nicht wissen, um was es bei Real Madrid geht. Ja, dass wir nicht einmal das Mindestmaß an Professionalität in dieser Kabine gesehen haben. Ja, dann ging das Spiel los und viele haben gedacht, dieser Horror ist für die Spieler vorbei. Denkst du, das Santiago Bernabéu ist nicht dumm und hat sich 3 Spieler ausgesucht, die bei jedem Ballkontakt Pfiffe bekommen haben. Nummer 1, Fede Valverde, Nummer 2, Jude Bellingham und Nummer 3, Vinicius Junior. Das ist natürlich kein Zufall. Diese 3 haben den Wut des Santiago Bernabéus abbekommen, weil die 3 die Hauptschuldigen sind, dass wir, wie gesagt, einen der besten Trainer dieser Welt verloren haben. Und das war schon extrem. So etwas habe ich im Santiago Bernabéu seit Jahren nicht mehr gesehen, wenn ich das überhaupt schon mal gesehen habe. Ja, das ging die gesamte erste Halbzeit. Ja, und ich glaube, der Siedepunkt des Santiago Bernabéus wurde gestern in der 45. Minute erreicht. Nach einer absoluten Horror-Halbzeit, nach einem Terrorfußball von Real Madrid, kam das lauteste Pfeifkonzert, was ich jemals im Santiago Bernabéu gehört habe. Der Frust hat sich so aufgestaut, dass die Spieler in die Kabine verabschiedet wurden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Pfeifkonzert war wegen dem ganzen Kontext, wegen dem, was in diesem Verein seit 1,5 Jahren schief läuft. Nach einem Carlo Ancelotti, der vor 1,5 Jahren im ersten Spiel in Mallorca schon über fehlende Intensität geredet hat, bis gestern, dieses Pfeifkonzert war mehr als verdient. Wir Madridistas haben sonst nirgendwo die Möglichkeit, unsere Meinung an die Spieler weiterzugeben. Gestern haben sie es klar und deutlich gehört. Ja, und dann kam ein kleiner Türke und der hat alles verändert. Konzentrieren wir uns jetzt auf den Fußball. Ich glaube, vom Kontext haben wir jetzt schon alles verstanden. Ach so, es gab nebenbei noch einen Hochzeitsantrag im Santiago Bernabéu. Das wollte ich euch auch sagen. Also, es gab auch gute Nachrichten. Ja, zu guten Nachrichten komme ich jetzt. Zumindest in der zweiten Halbzeit. Denn das, was Real Madrid in der ersten Halbzeit gezeigt hat, war der absolute Tiefpunkt. Allerdings muss ich auch sagen, manchmal ist Fußball auch gar nicht so kompliziert. Wenn ein Trainer, Álvaro Arbeloa, diese Aufstellung nimmt, du spielst als Real Madrid zu Hause gegen den Tabellen 19. Levante und dein kreatives Mittelfeld, das Mittelfeld, was für Tore, für Kreativität, für Spielwitz sorgen soll, sind Tchouaméni, Camavinga und Jude Bellingham gegen Levante zu Hause, naja, gegen Levante egal wo. Dieses Mittelfeld kannst du von mir aus spielen, wenn du in der Champions League im Hinspiel gegen Manchester City 2:0 gewonnen hast.
und dann musst du auswärts ran und du versuchst so viele Kilometer zu laufen, wie du musst. Dann kannst du dieses Mittelfeld nehmen. Wenn du in der Champions League gegen die Bayern spielst und du versuchst, ja, keinen Schaden zu nehmen, dann kannst du so ein Mittelfeld nehmen. Aber zu Hause gegen Levante, um Himmels Willen. Und das nächste Armutszeugnis von einem Álvaro Arbeloa ist, wenn wir uns den Sturm anschauen. Ein Gonzalo Garcia war aus dieser Mannschaft nicht rauszudenken. Der trifft in jedem Spiel. Und weil ein Álvaro Arbeloa seinen Stars nicht auf die Füße treten wollte, weil der Kylian Mbappé nicht auf die Füße treten wollte, weil der einem Vini nicht auf die Füße treten wollte, musste ein Gonzalo Garcia rechter Flügel spielen. Gonzalo Garcia hat so viel von einem rechten Flügel, wie ich mit einem Violinist in der Oper. Der hat nicht mal den Körperbau eines Flügelstürmers. Der hat nicht den Tempowechsel, das Dribbling. Der hat nicht die Laufwege. Ein Gonzalo Garcia ist der typischste, der einzige Neuner, den wir in der Kabine haben. Der braucht einen Innenverteidiger im Rücken. Der muss sich aufreiben. Der kennt die nach vorne, nach hinten, nach vorne Bewegung, die du als Neuner brauchst. Ja, aber Álvaro Arbeloa hat den Ancelotti 2.0 gemacht. Namen waren wichtiger als Leistung. So, das war meine Kritik. Und das, was ich gerade sage, das hat man gestern in den ersten 45 Minuten gesehen. Das Schlimmste an allem, der Einzige, der beklatscht wurde in diesen ersten 45 Minuten, ist Gonzalo Garcia. Und das ist wieder der Beweis, dass es uns im Santiago Bernabéu nicht darum geht, dass du das meiste Talent hast, dass du der größte Weltstar bist, dass du ein super Übersteiger mit der Hacke, was auch immer kannst. Uns im Bernabéu geht es um Einsatz. Und Gonzalo Garcia hat aus dem, was ihm der Trainer gegeben hat, nämlich der Trainer hat ihm damit keinen Gefallen getan, trotzdem das Beste rausgeholt. Wie der nach hinten geackert hat, wie der Zweikämpfe erobert hat. Gonzalo Garcia war der einzige Lichtblick in der ersten Halbzeit. Ja, und dann das Einzige, was ich Álvaro Arbeloa zugestehen muss, er hat nicht so lange wie ein Ancelotti und er hat auch nicht so lange wie ein Xabi Alonso gewartet mit den Auswechslungen. Naja, die hatten wahrscheinlich auch noch nie so eine schlechte erste Halbzeit im Bernabéu gegen den Tabellen 19., nachdem wir gerade gegen den Tabellen 17. der zweiten Liga rausgeflogen waren, wo wir alle erwartet haben, wir sehen gestern eine Reaktion im Bernabéu, wir fressen die in der ersten Viertelstunde auf und es steht schon 3-0. Die Superstars, die ja ihren Willen bekommen haben, Xabi Alonso ist ja nicht mehr ihr Trainer, der die ja so hart arbeiten lässt. Die haben ja ihren Willen bekommen. Wir sind aus dem Pokal geflogen ohne sie. Die Superstars hätten sich gestern im Bernabéu quasi so einfach beweisen können, indem sie zeigen, seht ihr, ohne uns fliegt ihr gegen den Zweitligisten raus. Mit uns führen wir zur Halbzeit 5-0. Es wäre so einfach gewesen. Aber wer hat sich im Endeffekt bewiesen? Der Junge, ja, der Einzige, der wirklich Fußball-IQ, der wirklich Fußball in den Venen hat bei diesem Real Madrid. Arda Güler. Ja, Álvaro Arbeloa wechselt Gott sei Dank zur Halbzeit Arda Güler und Franco Mastantuono ein. Allerdings muss ich auch sagen, auch bei den Auswechslungen hat er wieder einen auf Carlo Ancelotti gemacht. Anstatt, dass er den Gonzalo, der wie gesagt der beste Mann in der ersten Halbzeit war, nur alleine weil er gekämpft hat, anstelle, dass der den belohnt und den auf die 9 tut. Nein, er holt Gonzalo raus, weil er Mbappé, weil er Vini Junior nicht auf die Füße treten will. Ja, dafür kommt ein Franco Mastantuono und ein Arda Güler ist gekommen für einen Eduardo Camavinga. Auf die Einzelleistung der Spieler komme ich, wie ihr es wisst, am Ende des Videos. Ja, und diese zweite Halbzeit, das war eine andere Sportart als das, was wir in den ersten 45 Minuten gesehen haben. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, gestern im Livestream, ich habe mich selber ertappt, wie ich mich nicht ganz getraut habe, diesem Jungen die Props zu geben, die er verdient hat. Ich habe immer gesagt, mit Arda Güler und Franco Mastantuono hat sich alles geändert. Was, Franco Mastantuono? Also keine Ahnung, nichts gegen den Argentinier. Der wird mit Sicherheit auch noch ein super Fußballer, hoffentlich für Real Madrid, hoffentlich auf dem Niveau, das wir im Santiago Bernabéu brauchen. Aber Arda Güler hat alles verändert. Auf einmal, ja, wie gesagt, manchmal ist Fußball nicht so kompliziert. Manchmal ist Fußball kein Algebra. Du hast auf einmal einen Spielgestalter und das Spiel ist gestaltet.
ist organisiert. Du hast einen rechten Flügel auf dem rechten Flügel, du hast einen linken Flügel auf dem linken Flügel, auf einmal klappt das System. Levante ist gar nicht mehr aus der eigenen Hälfte rausgekommen. Wir haben auf einmal wieder früh angegriffen. Hohes Pressing, Arda Güler, wie er das schon am Anfang der Saison gemacht hat. In jeder Statistik ganz vorne mit dabei. Dieser Junge, der hat gestern Werte eines Außerirdischen gehabt. Der hat in 45 Minuten 8 Keypasses gespielt. Willst du mich verarschen? 8 Keypässe spielen andere nicht in der ganzen Saison. Also, wie gesagt, es hat sich alles geändert. Real Madrid intensiv, hohes Pressing, aggressiv. Die Spieler waren laufbereit. Wir haben auf einmal einen Doppelpass gesehen. Einen Doppelpass. Meine Güte. Ja, und jetzt kommen wieder viele. Der Pass, den Arda Güler auf den Kylian Mbappé vor dem Elfmeter spielt. Ja, der Pass ist simpel, oder? Ja, wenn der Pass so simpel ist, warum haben wir den in den ersten 45 Minuten keinmal gesehen? Ja, es ist das passiert, was nun mal passiert, wenn du bei Real Madrid einen Kylian Mbappé und einen Arda Güler zusammen aufstellst. Das habe ich gestern in der Halbzeit gesagt. Wer mir nicht glaubt, bevor das Spiel sich verändert hat, geht in meinen Live-Watch-Along von gestern. Hört euch an, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, du hast doch eine Waffe, die funktioniert hat. Du hattest doch ein Mbappé und ein Arda Güler. Warum trennst du diese Waffe? Never change a winning team. Ja, und es ist das passiert, was passieren musste. Arda Güler lässt den Fußball leicht aussehen. So leicht. Kylian Mbappé ist im 16er, zieht am Gegner vorbei. Ja, und jetzt kommt, ich glaube, der typischste Elfmeter, den ich seit es Fußball gibt. Der Verteidiger rutscht rein, der Stürmer ist schlau, spitzelt den noch vorbei, lässt sich in den Verteidiger fallen. Und es gibt Leute, die behaupten, das ist kein Elfer. Ey Leute, seit es Fußball gibt, ist das Elfmeter. Das ist der typischste Elfmeter. Der Verteidiger kommt einen Schritt zu spät, als Stürmer spitzelst du den vorbei und fällst da rein. Ob ein Kylian Mbappé eine Sekunde vorher schon abgehoben ist oder später, das ist Elfer. Das ist ein Fehler des Verteidigers. Und ja, so muss man es sagen, ist clever von dem Stürmer. Der Stürmer hat es dankend angenommen. Wie oft habt ihr das schon im Fußball gehört? Das hat ein Kylian Mbappé gemacht. Der verwandelt danach auch den Elfmeter zum 1:0. Ja, und dann ging das Spiel weiter. Und Real Madrid hat nicht aufgehört zu spielen, hat sich nicht hinten reingestellt. Real Madrid weiter Druck, weiter hohe Laufbereitschaft. Jeder hat Positionen gewechselt. Arda Güler war überall. Ich erinnere mich an eine Situation, da war der im linken Mittelfeld. Eine Sekunde später ist der rechter Flügel. Ich denke, wie ist der da hingekommen? Ja, es war eine Frage der Zeit, dass das 2:0 fällt. 2:0, wen wundert es? Arda Güler, eine tolle Flanke auf einem Raúl Asensio, der im zweiten Spiel aufeinander in Santiago Bernabéu ein Kopfballtor nach einer Ecke macht. Asensio hat auf einmal Geschmack gefunden am Tore schießen. Der hat sein erstes Tor für Real Madrid gemacht und 2 Wochen später das zweite. Freut mich für den Raúl Asensio. Für mich mit Abstand der beste Mann gestern in der Defensive bei Real Madrid. Ja, und dann hat Real Madrid 2:0 geführt und trotzdem weitergespielt. Lattenschuss von Franco Mastantuono. Arda schickt nochmal Bellingham, der alleine vorm Tor steht. Real Madrid kann dieses Spiel gestern noch 4 oder 5:0 gewinnen. Und möchte ich jetzt diesen Sieg so hochhängen? Nein, ich weiß, wir haben gegen Levante gespielt. Das war nicht Barcelona, Atletico Madrid, was auch immer. Aber es hat gezeigt, dass Leben in dieser Mannschaft steckt. Und es hat vor allem gezeigt, dass Arda Güler und Kylian Mbappé unantastbar sein sollten. Trenne diese beiden nie wieder, Álvaro Arbeloa. Ich hoffe, der Trainer hat seine Lektion gelernt. Wenn ich die Ausstellung ansehe und sehe, wen er ausgewechselt habe, befürchte ich Schlimmes, dass er wie bei einem Carlo Ancelotti wieder nur nach den Namen schaut. Aber ich hoffe, er überzeugt mich von etwas anderem. Ja, das war quasi die Zusammenfassung des Spiels. So hat Real Madrid 2:0 gewonnen und die Spieler haben hoffentlich eine Lektion gelernt. Dieses Santiago Bernabéu ist brutal, aber gerecht. Ja, und da dieses Video wesentlich länger ist, als ich gedacht habe, lasse ich heute mal die Einzelbewertung der Spieler. Ich werde sie gleich auf meinem TikTok-Account hochladen. Da heiße ich übrigens auch Real Mario 1902 mit einem Unterstrich. Also solltet ihr meine Spielerbewertung sehen wollen, dann geht bitte nach TikTok. Da wird auch demnächst ein Gewinnspiel kommen. Ich werde ein Trikot von Real Madrid verlosen, nur für die TikTok-Community. Aber ohne euch gäbe es keine TikTok-Community. Also geht nach TikTok, folgt mir
da, dann habt ihr natürlich auch die Chance zu gewinnen. Und ich würde vorschlagen, lasst mir bitte eure Meinung zu diesem Spiel in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal da seid, liked dieses Video, teilt dieses Video, lasst ein Follow da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. A la Madrid!